Das ist der Tageskalender. Viel Platz für Ihre Zeit. Er hat pro Tag eine Seite, pro Heft 2 Monate, also pro Jahr 6 Hefte. Dieses Kalendarium ist für diejenigen geeignet, die viel Platz brauchen. Für Termine, Aufgaben oder Notizen und natürlich auch für Ideen, Erkenntnisse und Ereignisse. Im Heft vorn finden Sie die Jahresübersicht des aktuellen Jahres und hinten die Jahresübersicht des folgenden Jahres. Die Woche besteht aus 8 Seiten. Sie beginnt mit einer Planungsseite vor dem Montag. Es folgen die Doppelseiten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag, Sonntag. Auch der Samstag und Sonntag bekommen eine volle Seite, weil wir viele Kunden haben, die auch am Wochenende planen müssen, privat oder beruflich. Das Layout besteht aus 2 Spalten. Die linke Spalte enthält die Uhrzeiten. Auf jeder Doppelseite finden Sie die Kalenderwoche, das aktuelle Jahr, den aktuellen Monat und natürlich den aktuellen Tag. Nun kann der Kalender auf 2 Arten verwendet werden. Mit einer Zeile über die gesamte Seite oder mit Zeilen verteilt auf beide Spalten. Wie können Sie die Seite pro Tag nun nutzen? Hier ein paar Ideen. Sie tragen Termine des Tages ein, Sie tragen Erinnerungen, also Geburtstage und Jubiläen ein, Sie notieren wichtige Punkte zu Ihren Terminen, Sie notieren Ihre Gedanken oder Sie nutzen den Platz für Telefonnotizen. Der Tageskalender eignet sich auch zur Anwendung der 5x3-Methode. Die 5x3-Methode verspricht ja, besonders gut voranzukommen, wenn man sich jeden Morgen die 3 wichtigsten Aufgaben des Tages notiert und diese auch vorrangig bearbeitet. Zudem empfiehlt diese Methode ja, die Notizen des Tages, flüchtige Gedanken und Ideen nicht auf einem Zettel zu notieren, sondern direkt in ein Heft zu schreiben, also direkt in den Kalender. Damit haben Sie immer die perfekte Historie. Einen Kalender zu pflegen und ihn persönlich zu interpretieren, hilft enorm bei der Strukturierung des Tages. Ein Kalender ist quasi eine Art Checkliste, auch für Gewohnheiten. Sie können diesen Kalender aber noch intensiver nutzen, quasi als Tagebuch. Dafür haben Sie folgende Orte. Die beiden freien Zeilen oben, natürlich die Spalte rechts, die 3 freien Zeilen unten, aber auch den Platz rechts und links vom Datum. Strukturieren Sie die Kalenderseite, wie es Ihnen am besten passt. Für Ihre persönlichen Erkenntnisse, Ihre Highlights des Tages, Ihr Motto des Tages oder Ihr Fokus des Tages. Sie können natürlich auch Ihre Gewohnheiten tracken. Ob Sie Sport gemacht haben, ob Sie brav 2 Liter Wasser getrunken haben, wie hoch Ihr Ruhepuls war. Sie können auch Ihre Glücksmomente notieren oder Ihre Dankbarkeit oder sonstige Ereignisse. Der Kalender ist so frei, da haben Sie viel Raum, den Sie gestalten können. Man könnte das Tageskalendarium aber noch ganz anders nutzen, als Tagebuch. Der Vorteil gegenüber einem neutralen Notizbuch ist, dass hier für jeden Tag eine Seite reserviert ist und dass diese dann natürlich auch beschrieben werden will. Wird sie nicht beschrieben, bleibt die Seite frei. So wird man quasi zum Eintragen aufgefordert. Das ist ein guter Effekt. Kommen wir nun zur ersten Seite einer jeden Woche. Die erste Seite kann vielseitig genutzt werden. Für den Fokus der Woche, für die Ziele und Teilziele der Woche, als Aufgabenliste und auch als Ort für Ideen, Erkenntnisse, die Stop-Doing-Aufgaben oder natürlich auch für das Review der Woche. Zudem können Sie mit einem Kalender perfekt reflektieren. Am Ende des Tages, was war gut, was war schlecht, was habe ich gelernt? Am Ende der Woche, was war gut, was war schlecht, was habe ich gelernt? Ein Kalender ist die Basis für Selbstführung, Selbstreflexion, Selbstkontrolle, also für ein bewusstes Selbstmanagement. Wenn Sie die Seite als Aufgabenliste nutzen wollen, dann sind die 3 Kästchen hier vorne besonders hilfreich. Diese sind für die Bewertung der Aufgabe gedacht. Dafür setzen Sie sich am besten Ihre eigenen Kurzzeichen ein. Eine Spalte für die Wichtigkeit A, B, C, eine Spalte für die Dauer der Aufgabe 10, 15, 1 und 2, wobei 10 und 15 für mich Minuten sind, 1 und 2 sind für mich ganze Stunden und eine Spalte für die Art der Aufgabe. Denken, Reden, Kontrolle, Schreiben, Entscheiden, Delegieren, Handeln. Wie man damit umgeht, mehr dazu in meinem Buch Zeit optimal nutzen. Falls Sie einmal für eine Aufgabe mehr Platz brauchen, können Sie mit Verweisen arbeiten. Sie können auf eine Seite in Ihrem Notizbuch oder eine Datei auf Ihrem Rechner referenzieren. Dafür markieren Sie den Punkt mit einem Sternchen und im Notizbuch selbst arbeiten Sie mit einem Datum. Ich selbst habe mir folgende Struktur angewöhnt. Ich schreibe das Datum rechts oben in die Ecke, wähle eine Überschrift, die dann auch die Uhrzeit enthält, fertig. Der Jahreskalender fokussiert stark auf den Tag. Um den Überblick zu behalten, empfehle ich immer die Ergänzung für den Monats- und Jahresüberblick.
Dafür gibt es im einfachen Fall den Faltplaner für das Jahr, der liegt immer dabei und hier sind auch Ferien und Feiertage aufgeführt. Für das professionelle Arbeiten empfiehlt sich der Monatsplaner als Heft. Das ist dann die perfekte Kombination. Dazu gibt es ein eigenes Video. Sehen Sie sich den mal an, es lohnt sich.